und dein Sim seid doch bestimmt auch mal reich geworden durchs Malen. Aber wie viele Bilder gibt es eigentlich in die Sims 4 und welche hast du vielleicht noch nie gesehen? Diesem Wissen gehen wir heute auf den Grund, denn der liebe Peter Plays It hat ein Video gemacht. I made every Sims 4 painting so that you don't have to. Und ich bin sehr gespannt, welche Bilder wir so entdecken und vielleicht auch noch nie gesehen haben und welches dein Lieblingsbild ist. Vorweg, bevor du das Video jetzt startest, schreib jetzt in die Kommentare, was du denkst, wie viele Bilder es in Sims 4 gibt. Ich glaube so um die 200. 363. Yes. 363 Bilder gibt es. Und ich habe gefühlt jetzt schon auf dieser Seite diese Bilder noch nie gemalt. Also wie cool ist bitte das mit der Sonne? That's how many unique paintings my Sims made. Okay, also das hier habe ich auf jeden Fall schon mal gemalt. Das kenne ich auch. Aber wie schön sind die da unten, bitte? Die habe ich noch nie gemalt. Oder das da. Ja. And I'll give you the breakdown a little later on. I'm pretty sure it's every single painting in The Sims 4 or pretty close to it. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Ob er das wirklich geschafft hat oder nicht. Aber wahrscheinlich war es einfach irgendwann immer dasselbe. Aber auch hier, wie süß ist bitte das Bild oder das da hinten? Und warum habe ich das nie gekriegt? Ja, wieso? Apologies if any slip through the cracks of my Sims brushstrokes. Huh? Brushstrokes don't have cracks, you say? That is very true. But before we look at the art, it's time to look at the how. It all started with 7 Sims, a giant room, and a bucket load of easels. As you can imagine, I got them to work painting, cheating their needs every so often to keep them in good spirits while they brushed away and ignored their boss's calls to go to work. I know, the dream. But it wasn't quite this simple, because getting 7 Sims to continuously paint is a lot of clicking. But thankfully, there was a solution. Wie cool ist dieses Gesicht da hinten? That's right, clubs. Introducing my club called We Paint, because the members really... Dazu habe ich euch ja auch schon mal ein Video gemacht. Eure eigene Malgruppe machen und damit ultimativ reich werden. Really do. And this club has just one club activity. You guessed correctly, it's to paint. Starting out with just 6 members, Nancy Landgrab was not initially accepted in, and so she did a considerable amount less painting than the rest of the Sims. I also had a few other tricks up my sleeve. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja der Hammer. I cheated to have Sims complete the Painter Extraordinaire aspiration so that they could paint emotional paintings easily. And I also cheated to give... Das wollte ich ja auch gerade sagen. Also je nach Emotion, die sie gerade haben, malen sie auch unterschiedliche Bilder. Das heißt, du musst irgendwie alle Emotionen durchgehen. Dann musst du wahrscheinlich pro Emotion, gibt es nicht nur ein Bild, was sie dann malen, sondern auch noch verschiedene. Give every Sim the Idea Person trait, which allowed them to complete paintings at around double the normal speed. Now my Sims were kind of on autopilot, painting away without a care in the world thanks to me continually filling their needs. But there was a problem. They were obsessed, and let me tell you, obsessed with figure paintings. Given the choice between a structured, colourful piece of art and a stick figure in a strange squat/run position, they choose the stick figure like 60% of the time, and it was driving me up the canvas. Thankfully, a viewer, Sabrina, had a solution. Temporarily uninstall the Discover University expansion pack. Thanks to James Turner's Pack Disabler website and the instructions, I was able to do this. And it was like I was in a dream, with my Sims creating colourful works of art every time. The painting continued, with me sorting every unique painting that they created by both the type of painting that it was and its size. This kept going for a while, with Nancy getting her own self-portrait, and even a rock climbing wall thanks to a viewer called Jara's request. It was a little odd mixing rock climbing with painting, but I thought, why not? And in case you were wondering, Nancy was not very good at rock climbing. In fact, she sucked. In time, I was presented with Oh, die Rosen sind ja schön. another problem.
After painting for days on end, many of my painters were experiencing burnout. I was like, what? Why? You love painting. Also, it's only been 17 days of doing this non-stop. Seriously, what is your problem? Despite much confusion, it was a situation that needed to be remedied. And so I made the most depressing looking games room in existence and plonked my burnt out Sims into it so that they could watch some TV and play on a gaming mat and Was ein eingeschlossener Raum. Eigentlich schon wieder echt makaber, was mit unseren Sims anstellen, ne? Wir lassen sie 17 Tage durchmalen, füllen ihre Bedürfnisse und am Ende hängen sie da rum ohne Licht und werden irgendwie bei Laune gehalten. Das kannst du auch nur bei Sims bringen. Echt. and thus regain their passion for painting. Love that for them. Now as the painting Oh, ist das schön, das Bild. Eieiei. started stacking up, it was time to prepare them for life on the gallery. Yes, these paintings Das ist ja auch, was ist das? Also, manchmal frage ich mich, wie gewisse Bilder durchgegangen sind. Das ist auch ultra süß. Oder, was ich auch total cool finde, ist so das mit der Kuhpflanze. Oh, es sind wirklich so tolle Bilder und ich finde es echt schade, dass man die alle so selten mitkriegt, weil man halt irgendwie immer nur dieselben hat. are all on the gallery and easily Wow, die Blumen, die Sonnenblume, wie schön. downloadable for anyone to use. Das Bild hatte ich letztens, fand ich sehr verstörend. Das ist ja auch süß. Also viele Bilder sehen so aus, als wenn ich sie gemalt hätte, sage ich euch ehrlich. Das hier könnte ich auf jeden Fall schaffen. Gallery preparation involved a Das ist wunderschön. Wow. Das hatte ich auch letztens. Aber wirklich, ich kann sagen, 90% der Bilder kenne ich nicht. final painting sweep. Here I would hone in on a specific type and size of painting before getting my Sims to paint it repeatedly at various painting levels Wow. until I was fairly confident that I'd painted them all. Now, while I had initially planned to upload these paintings as one giant room, another viewer, Green Child, who's an avid builder, suggested uploading the paintings in smaller rooms to allow people to place them into lots more easily. I took the suggestion and ran with it. No, not literally, because I hate running, but what this means is that the 363 total Ich mache immer mal Pause, weil ich einfach genauer gucken will. paintings have been uploaded to the gallery through a range of Boah, ist das schön. Also da sind ein paar echt spooky All Bilder of bei, them. aber auch das hier. Wie cool ist das hier bitte? Mit diesem Hund und der Katze. Oder das. Wahnsinn. There's one for all 55 Also ich finde es auch cool, dass sie das so ein bisschen aufgeteilt haben. Ich werde mir definitiv die Räume runterladen. of the emotional paintings, another for the 39 pop art and the 53 abstract paintings, one for the 41 classic paintings, a room for the 50 realism and 38 surrealism paintings, and a further room for the 46 impressionism artworks. There's also a room Ja, Grillkäse! Das sind natürlich die besten Bilder. Sagen wir es ehrlich. Das sind die besten Bilder, die es gibt. for the 6 paintings unlocked by the hidden grilled cheese aspiration, a room for 9 figure Schreibt mal jetzt alle Grillkäse in die Kommentare. paintings from the Discover University expansion pack, Ja. Also wenn wir nochmal zurückgehen, mein Sim so würde ich dann malen. Wohl bei mir wird es nur ein Strichmännchen. expansion pack, a room for 8 landscape paintings which come with the outdoor retreat game pack, and one final room for 18 illustrative paintings, Toll. which can only be painted on the Digitalistic Sketchpad. I'll have a Das muss man ja auch noch bedenken, dass man auf dem Skizzenblock noch andere Bilder malen kann. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Auch das hier mit den Schmetterlingen ist ja der Hammer. few extra snaps here of the paintings because I know that you want to see what's out there. Also, a fun fact is that in total this process took around 20-ish hours, but thankfully it was done while streaming. 20 So a lot of that Stunden. time was spent chatting and not paying complete attention to making my Sims paint. And with that, we're at the end. That's how I painted hopefully every single painting in The Sims 4. And a reminder that they are all up on the gallery for you to use as you see fit. As always, if you enjoyed or found this helpful, then please subscribe and leave a like. I would really appreciate it. And I hope you have an amazing day. See you later. Wahnsinn, Leute. Also wie immer, ihr kennt es. Däumchen nach oben, abonnieren.
Vielen, vielen Dank an PJ Placeit für dein grandioses Video. Ich werde es euch natürlich wie immer unten verlinken und guckt gerne vorbei. Ladet euch die Bilder runter und lasst Liebe da. Über 20 Stunden hat er für dieses Projekt gebraucht, aber wie er schon gesagt hat, zum Glück mit seiner Community. Wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, weil wir machen auch viele coole Sims-Projekte, jede Woche auch eine Sims 4 Mitmach-Challenge, dann folgt mir doch auch gerne kostenlos hier auf YouTube, also abonniert mich kostenlos hier auf YouTube oder folgt mir kostenlos auf Twitch. Dann können wir live miteinander interagieren, quatschen und kreative Momente erleben. Und vor allem ganz viel umärmeln. Falls ihr wissen wollt, wie ihr eure eigenen Bilder in Sims 4 hochladen könnt, dann schaut doch mal da vorbei. Oder hier, da empfiehlt YouTube dir ein Video. Fühl dich umärmelt. Deine Renia. Ciao.